Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, wie sind sie hergekommen und warum sind sie hier? Das können wir euch auch erzählen. Und zwar haben wir gesehen, dass die Voladores von den Anorganischen hierher geschickt wurden. Die Anorganischen sind Schattenwesen und die Voladores waren auf der Suche nach Energie, nach viel Energie. Und so haben die Anorganischen gesagt, hey, schaut mal, da ist die Erde, da sind viele Menschen, viel Energie, die sie euch liefern können, geht mal dahin. Und dann kam die Alien-Invasion, wie Jonathan euch schon erzählt hat. Und jeder Voladoris schließt sich dann an euer Bewusstsein an, also jeder kriegt ein und ernährt sich von eurer Energie. Und er hält euch gerade so recht am Leben, damit ihr existieren könnt, aber er will natürlich nicht, dass ihr genug Bewusstsein oder Bewusstheit ansammelt. Deswegen all das Krieg, Leid, die täglichen kleinen oder größeren Problemchen, damit sobald ihr etwas Bewusstheit angesammelt habt, frisst er sie wieder weg. Und zwar dadurch, dass ihr in eure Probleme geht, euch mit euren Problemen identifiziert und nach Emotionen lebt. Der Trick des Voladores ist also, dass man seine Gegenwart immer in die Zukunft oder Vergangenheit projiziert. Da kann zum Beispiel Unzufriedenheit auftauchen oder man fühlt sich aus irgendwelchen Gründen unglücklich, weil man etwas nicht hat, was in der Zukunft möglich wäre, oder etwas nicht hat, als man in der Vergangenheit vielleicht mal glücklich gewesen ist. Man verlagert also sein Bewusstsein immer in eine andere Zeit und nicht in die Gegenwart. Denn würde man sich vollkommen in der Gegenwart befinden, würde man die Realitätswechsel auch bemerken und registrieren. Und man würde wissen, ach, jetzt bin ich in der Realität. Ah, und jetzt bin ich in der Realität. Und aufgrund der vielen Realitäten, die man wahrnimmt, kann man diese miteinander verbinden und das größere Bild erkennen, beziehungsweise einen Kontakt zum höheren Selbst herstellen. Der Kontakt zum höheren Selbst ist natürlich für den Voladores nicht so günstig, weil dann würde er ja erkannt werden, dass er das Selbstbild erzeugt und dafür sorgt, dass man nicht vollständig in der Gegenwart zentriert ist. Ihr fragt euch jetzt sicher, wer sind denn diese Anorganischen? Die Anorganischen sind die, die die Matrix erschaffen haben. Es sind lange, sehr dünne, schattenartige Wesen. Die Anorganischen arbeiten mit den Voladores zusammen, denn die Voladores sorgen dafür, dass das Selbstbild aufrechterhalten wird. Das heißt, du kannst zwar über dich nachdenken, aber dein Bewusstsein nicht wirklich erweitern. Und alles, was du an Bewusstheit ansammelst, wird durch deine kleinen Problemchen weggemacht und die Energie von den Voladores gefressen, sozusagen. Das sorgt dafür, dass man eben nur sich auf sein Selbstbild beschränkt und auch nur sich selbst insofern erkennt, wie man auch im Alltag sich definiert, also als die Ich-Persönlichkeit. Und diese Ich-Persönlichkeit ist ja eigentlich nur das Selbstbild, das man hat. Und darüber hinaus weiß man eigentlich nicht, wer man noch ist. Zum Beispiel das höhere Selbst sind wir ja auch. Und die ganzen alternativen Realitäten, in denen wir nochmal existieren, die sind wir ja alle auch. Nur haben wir überhaupt kein Bewusstsein und keine Erinnerung daran, dass wir diese anderen Persönlichkeiten ebenfalls sind. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Voladores, das Ego, loszuwerden. Jeder spricht davon, das Ego zu integrieren. Meiner Meinung nach sollte man die Voladores allerdings komplett loswerden. Das heißt, Techniken anwenden, um diesen eben von sich fortzuschicken. Und genau das ist auch möglich. Der Voladores hat nur einen Zugang zum menschlichen Bewusstsein und dieser geschieht über das Denken. Das bedeutet eigentlich, solange man denkt und über sein Selbstbild nachdenkt, ist es möglich, dass der Voladores eben mit Energie bzw. mit Bewusstsein gefüttert wird. Das kann unterbunden werden, indem man nämlich lernt, seinen Gedankenapparat vorübergehend auszuschalten. Und das nennen wir dann halt
Dissoziation. Wenn du es schaffst, 10 Minuten nicht zu denken, wird der Bolodores verschwinden, denn das schmeckt ihm gar nicht. Er wird vielleicht nach einer Weile wiederkommen, aber er ist sehr geschwächt. Wenn du es dann wieder schaffst und nochmal, dann wird er für immer gehen. Dann befreit man sein Bewusstsein vom Bolodores und kann sich in den vielen Realitäten, in denen man nebenher bzw. parallel agiert, auch wiedererkennen. Und dort dann eben so viel Bewusstheit ansammeln bzw. sein Bewusstsein so weit erweitern, dass man eben alle möglichen Informationen erhalten kann, um zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen, luzide Träume zu erreichen, Wahrnehmungen über eine aktivierte Zirbeldrüse oder sogar die Matrix verlassen kann. Genau, denn das ist einer der wichtigen Punkte, den Bolodores loswerden, um die Matrix verlassen zu können. Der Bolodores findet das natürlich nicht so toll, wenn man da versucht, sein Bewusstsein zu erweitern, und sorgt natürlich immer für Konflikte im Alltag. Ne? Man denkt, man hat nicht genug Geld oder man wird nicht genügend geliebt oder man hat nicht genügend zu tun oder was auch immer. Man hat nicht genug. Man hat halt nicht genug und auf diese Weise schürt der Bolodores im Verstand halt immer wieder Konflikte mit sich selbst oder mit anderen, damit man eben sein Bewusstsein nicht erweitert. Die Dissoziation hingegen sorgt dafür, dass der Verstand temporär deaktiviert wird und sobald das geschieht, nimmt man ohne den Bolodores wahr. Und dann kann man die Realität so sehen, wie sie wirklich ist. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich erzählen, wenn der Bolodores weg ist, dann sind da keine Emotionen mehr wie Wut, also niedere Emotionen, Wut, Hass, Trauer, was auch immer es da so gibt, Eifersucht, Neid. Aber auch gibt es dann keine Definition mehr von dir selbst. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Da ist einfach nur jetzt. Eben. Man ist unbeeinflussbar. Es gibt keinen Gedanke, der dir sagt, das ist jetzt so und so oder du musst jetzt das und das machen und nimmst es nicht als du selbst wahr. Es gibt keine Art Identifikation mehr, die ist komplett weg. Also das Selbstbild hat sich dann eigentlich aufgelöst und der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis ist dann temporär deaktiviert und so kann man sein Selbstbild nicht wieder aufrufen, um gleichzeitig dann den Filter aufzurufen, der eben den Wechsel in den Realitäten tarnt. Und die Dissoziation ist eben der Trick. Eigentlich meiner Ansicht nach der einzige Trick, der dafür sorgt, dass der Bolodores keine Aktion mehr durchführen kann, weil er kann nur über das Denken kommen. Es gibt noch eine für mich weitere Möglichkeit, die natürlich weit weniger effektiv ist als die Dissoziation. Und zwar ist das für mich die Freude und das Hier und Jetzt. Wenn du in der Freude bist, gibt es in der echten Freude, also nicht Spaß haben oder sich an irgendwie, es ist gerade so lustig, sondern echte Freude aus dem Herzen, dann bist du praktisch im Hier und Jetzt und dann kommen da eigentlich auch keine Gedanken. Es dauert sehr viel länger als bei der Dissoziation, aber du kannst Energie sammeln, auch dadurch und schön ist auch. Ja, dadurch kann man auch durch Freude und glücklich sein, kann man auch eben sein Energielevel anheben und somit dann auch seine Bewusstheit bzw. sein Bewusstsein ein Stück weit erweitern. Und in dem Moment hat auch der Bolodores sehr, sehr viel weniger Zugriff auf deinen Verstand. Denn du bist ja in der Freude und damit im Hier und Jetzt. In einer der folgenden Videos werden wir euch noch erzählen, wie genau ist denn das Image aufgebaut, wozu die Aspekte und so weiter gehören und die ganzen Stimmen im Kopf, die du denkst, die du selber bist. Und wir erklären euch natürlich, wie die Dissoziation funktioniert und wie man die erreicht. Die Dissoziation ist eine sehr kraftvolle und energiereiche Technik, wenn man sie einmal erlernt hat. Sie ist schwer zu erlernen, aber es ist möglich.
Und durch das Dissoziieren kann man so viel Energie ansammeln, dass der Boladores temporär deaktiviert wird bzw. sogar verschwinden kann. Auf www.matrixer.com in unserem Shop haben wir auch ein Video für euch erstellt, wo ihr die Dissoziation lernen könnt, mit einer Technik, die ihr anwenden könnt, damit ihr den Boladores loswerdet, euer Ego beruhigen könnt oder einfach entspannen könnt. Es ist auf jeden Fall eine sehr effektive Technik, die euch dazu bringt, den Verstand anzuhalten. Es ist nicht nur eine Anleitung, sondern ein praktisches Video, das etwa 1 Stunde dauert, mit vorheriger Anleitung, wie ihr die Technik anwenden könnt, und dann folgt ihr dem Video in die Stille. Da könnt ihr schon mal kräftig üben, die Dissoziation zu erreichen, oder und je nachdem, wie ihr möchtet, könnt ihr auch auf das nächste Video warten, wo wir euch das dann erklären. Und die aber schon gleich loslegen wollen, die können ja dann mal, wie Shiva sagt, da im Shop mal reinschauen. Da haben wir so ein Video zusammengestellt, da kann man die Dissoziation schon mal trainieren. Genau, es ist eigentlich praktisch ein Trainingsvideo. Das hilft schon mal ganz gut, ein bisschen mit dem Gefühl der Dissoziation sich anzufreunden. Und vielleicht schafft man es dann auch schon über das Video, wäre natürlich klasse. Ansonsten im nächsten Video. So ihr Lieben, das war's für dieses Video. Wir freuen uns auf eure Fragen und Anregungen und Anmerkungen, die ihr gerne bei uns posten könnt. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen euch noch ein wundervolles Wochenende. Ja, ein wundervolles Wochenende und hoffentlich ohne Boladores. Aha, yeah. Tschüss.